mit jeder Generation ein Stückchen besser. Das traf für jedes Nord-Keyboard zu, das wir getestet haben. Schauen wir also, ob das auch für das Nord-Piano gilt, von welchem wir hier die 5. Version haben. Das Nord-Piano 5. Zuletzt getestet haben wir das Nord Stage 4. In Abgrenzung dazu ist das Nord-Piano eher als klassisches Stage-Piano konzipiert. Also keine Orgel und dies und das. Mit dabei ist auch diesmal Yassin Korshi von der Online-Musikschule Music to Me. Hallo Yassin. Hallo Jörg. Kannst du dich erinnern an den Vorgänger? Den haben wir uns, glaube ich, auch mal angeguckt. Ja. Oder haben wir uns? Nein, mir fällt es ein. Wir haben uns das Grand angeguckt. Das Nord große. Grand. Genau. So, das ist ja sehr ähnlich. Also das Nord Piano Nord Grand hat eine sehr ähnliche Ausstattung. Nur ist die Tastatur eine andere und natürlich das Gehäuse. Gut, sehen wir uns das Nord Piano 5 an, das so grob gesagt ein neues Layer-Konzept hat und ja, ansonsten von den Sounds her viele Bekannte mitbringen durfte. Ich bin mal gespannt auf den Sound. Am besten spielen wir es mal an und ja, also der Sound kommt mir sehr bekannt vor. Ja, das ist die Nord Library, die Nord Piano Library, die wir auch im Stage oder im Elektro spielen können. Und das war jetzt das, wie heißt es? White Grand. Genau. Ja. Cooler Sound übrigens. Was war das, was du gespielt hast? Das war ein Stück von Chili Gonzales, Aha. Night Moves, ja, und coole Nummer und ja. Es kam mir bekannt vor, aber ich wusste gar nicht, dass es auch von Chili Gonzales ist. Ja, ja. Ich spiele ja auch immer ein paar Sachen von ihm, finde ich ganz toll. Da können wir jetzt, glaube ich, eigentlich ins Schwelgen kommen. Und ich glaube, das gucken wir uns nochmal separat an. Genau. So. Aber bleiben wir mal beim Thema und gucken uns noch vielleicht die anderen Pianos an. Da sind ja immer mehrere akustische Grands, dann haben wir Uprights und Genau. E-Pianos und jede Menge Effekte sehe ich da. Und jedes Mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, muss ich mich an die Bedienung gewöhnen. Also ist es jetzt erstmal, bin ich überfordert. Also Pilotenschein habe ich noch nicht gemacht, aber wäre vielleicht Wir nicht machen schlecht. das immer wieder von neuem. Ja, es ist etwas kompliziert. Dabei fehlt ja hier sogar die Orgelsektion, die man im Stage hat. Ja. Gut, also eigentlich sollte man ja hier auch besser und schneller damit klarkommen. Ja, ja, also das war jetzt der White Grand, der Klaviersound, den wir gerade gehört haben, ne? Schöner Klang. Ja, finde ich schön breit, angenehm und authentisch irgendwie. Genau. Ja, wir können uns ja noch mal einen anderen Klavierklang anschauen. Und jetzt suchst du, wo du das einstellst. Das geht hier in der Piano-Sektion. Da haben wir, ja, genau. Hier haben wir die verschiedenen Soundkategorien, also Grand, Upright, Electric und so weiter. Und mit diesem Regler schaltet man sich dann durch die verschiedenen Varianten. Und das war das Moment. Wo sind wir jetzt? Wir sind immer noch auf Grand Ja, und das White Grand und das wäre das Royal Grand. Ja, okay, alles klar. Ach so, okay. Ja, also ich verstehe. Nee. Doch, es ist sofort da. Also das ist die Anzeige verschwindet sofort wieder. Das ist auch ein bisschen verwirrend. Ne? Wir sind hier, haben wir das White Grand XL, also mit allen, da können wir gleich mal noch für eingehen, also mit allen Simulationsdetails. Und das nächste wäre das Royal Grand 3D. Aha. Hat auch diesen kräftigen Sound. Ne? Sehr, sehr voluminös und auch man hört tatsächlich so einen 3D-Effekt. So, also kann man schon das ist bestätigen schon, irgendwie. das Ja. hat das auf jeden Fall. Ja. Schön, also man will mehr hören. Also drehen wir mal weiter. Velvet Grand, das dürfte weicher klingen.
Klingt schon geil, Ja, muss man schon sagen. Das klingt schon echt gut. Silver Grand, Grand Imperial. Ja, also Ja, ist auch ein Stichwort, ne? Imperial und dann kommt das auch gleich bei ja, dir. Ich ja, muss ja. mich immer wieder wundern, wie das aus dir so rauskommt. Das ist toll. Ja, also ist natürlich jetzt, also das Instrument macht es einem natürlich jetzt auch irgendwie einfach. Und was ich jetzt toll finde, ist, die Klavierklänge unterscheiden sich wirklich deutlich. Also Ja, es ist das jetzt muss man sagen. Nicht nur ein bisschen Höhen rein und Das Höhen stimmt. raus und ein bisschen Bässe rein, sondern man merkt bei dem 3D-Sound, dass das wirklich so, dass du ein plastisches Gefühl hast. Hier bei dem Imperial, dass die noch voluminöser kommt und so. Und das spürst du richtig und spielst dann auch dementsprechend auch ganz anders. Also schon, du merkst schon, das ist denen ihr Steckenpferd, der Sound. Ja, ich finde ja auch, also mir geht es ja so bei den Sachen, die ich spiele, mir ist der Sound total wichtig. Ja. So, und das finde ich wirklich hier grandios, dass man diese schöne Auswahlmöglichkeiten hat. Das ist wirklich toll. Aber wir haben ja da noch mehr. Also wir können ja mal in die Uprights reinhören. Ja. Ja, also Keine Fragen, keine weiteren Fragen. Das ist, ja, also da geht man einfach so durch die Sounds und das Bambino Upright, das dürfte ein bisschen kleiner klingen. Bin ich gespannt. Es ist cool. Das sind nette Ideen halt auch, ne, die Spielen Spaß machen, ne, wo man einfach so ein bisschen mit einem Augenzwinkern vielleicht so einen Sound macht, aber auch manchmal braucht man sowas auch für so ein kleines Intro vielleicht, so ein Ragtime-Intro. Absolut. Ne, und also ich finde sowas cool. Ja, also man will ja nicht immer so den fetten, breiten Sound haben, sondern manchmal ist es ja genau für einen Song brauchst du diesen wirklich intimen, charmanten Sound. Ja, So, das ja. ist der auch so ein bisschen out of tune sein kann, so ganz leicht. Ja. Das ist ganz charmant, ganz toll. Und man muss jetzt auch bei allen diesen Sounds sagen, mit der Tastatur gut, also lässt sich's gut spielen, ist schön griffig und so. Klar fehlen viele Features, es gibt hier keine Kein Ivory Touch. kein und so. Ivory Ja, Touch okay. und so. Damit Ja. muss man natürlich leben, aber prinzipiell muss ich sagen, war das jetzt mit jedem Stil, ob jetzt Filmmusik oder Chili Gonzales oder wie jetzt das Ragtime, es war eigentlich alles so, dass ich das gut im Griff hatte. Ja. Ich würde gerne mal die Klassikbeispiele probieren. Gut. Ja, ich muss immer wieder dazu sagen, ich werde nie ein Klassik-Experte werden, aber ich benutze halt diese Diabelli-Variation, um die Anmutung von Klassik zu haben. Und dann schalten wir doch mal hier auf den Grand zurück, White Grand. Den hattest du auch zuerst, Ja. genau. Und dann fangen wir damit an. Ja, da kommt richtig was einem entgegen so. Es ist auch erstaunlich, wie laut du spielen kannst. Also Ja, das Wahnsinn. Das ist erstaunlich, ja. Ja, aber ich kann auch leise. Oder sagen wir mal so, ich gebe mir mal Mühe. Funktioniert auch gut. Das war jetzt sehr feierlich. Oder? Ja. Das hat wirklich gut funktioniert. Also mit diesem Sound hat man doch sehr viel Ausdrucksmöglichkeiten. Also wirklich von so leisen Sachen, also bis aber auch zu also wirklich kräftigen. Das funktioniert sehr, sehr schön, aber auch wirklich leise Sachen. Und da sind auch diese ganzen
Ja, ich finde das gut. Hier diese String-Resonanzen, die sind dabei. Die kann man, wir machen mal den Hall aus. Da kann man das hören, wenn ich den leise drücke. Dann klingt das nach. Das ist cool. Wunderbar. Das ist schon. Genauso das soll ist es sein. Schon gut, ja. Man kann auch eine Soft-Release-Funktion dazu und das Pedal Noise. Also wenn ich in das Pedal lange, dann kommt auch dieses Geräusch, dass die Dämpfer abheben. Und dass es ein Stage-Piano ist, finde ich ganz gut, wenn man das tatsächlich ausschalten kann, dieses Pedal Noise. Wo geht es denn aus? Da ist Shift, Pedal aus. Ha. Und dann spiele ich mal das von Edward Grieg an. Also man kann wirklich unheimlich viel da rausholen. Ich finde es sehr schön. Also man muss sagen, der Klaviersound ist schon so auf dem Niveau von einem guten Software-Plugin. Das haben wir hier selten. Ja, ganz das ist bestimmt. wirklich eigentlich, also wenn ich hier nebendran sitze, wirklich, es klingt wie wenn ich das jetzt in der DAW am Computer mit einem guten Plugin mache. Das ist schon ganz oberstes Regal, muss man schon ganz klar sagen. Echt super. Lass uns weiter durch die Sounds gehen und ich würde dich bitten, wieder zu übernehmen. Ja, wo machen wir weiter mit den Sounds? Ich würde mal vielleicht sagen, wir nehmen mal hier diese Sample-Synth-Sektion noch dazu. Und da kann man ja Sounds übereinander layern. Das kann man übrigens auch hier schon in dieser Sektion. Wir haben ja hier Layer on Off A und B und wir können hier jetzt zum Beispiel, was haben wir da? Ein E-Piano, auch mal schön. Das machen wir vielleicht ein bisschen leiser und layern das. Schon cool. Ja, Klingt schon richtig fett. das muss man auch sagen. Die Sounds sind gut abgestimmt, habe ich den Eindruck. Ja. Es klingt zusammen irgendwie gut. Und Ja. es ist jetzt nicht irgendwie so, man merkt schon, man muss einen Sound ein bisschen leiser machen. Aber es ist nicht, wenn man jetzt beide hört, ist es nicht so, dass man so überladen wird von Bass oder so. Ja. Das passt wirklich gut zusammen. Oft ist ja so, wenn ich so ein Layer stehen lasse, dass ein Sound hinten raus zu mächtig wird und dann Ja. das ganze Ding zumacht und dann passt du das an und lässt dann wieder das Pedal weg. Aber hier ist wirklich so. Oder wenn man das Chili-Beispiel nimmt. Das ist wirklich Hammer. Das hat so eine Hammergeil. schöne Tiefe. Das ist hammergeil. Also es ist Wirklich wirklich, macht richtig Spaß. Gut, also hier die Layer-Funktion hat schon mal 100 Punkte. Jetzt nehmen wir den Sample-Synth hinzu. Und das ist wahrscheinlich, ja, das kann man da schon sehen. Ein Klassiker. Warm Pad. Ja. Okay, jetzt könnten wir hier vielleicht noch, was haben wir da auf der anderen? String Ensemble. String Ensemble. Wenn man jetzt wenn man ein bisschen mehr Obertöne darin haben möchte, dann können wir auch die beiden zusammenmischen. Ja, hast du vielleicht gemerkt, ich Ja. habe dir hier Ja. mit dem Ein- und Ausschwingen der Sounds
habe ich da ein bisschen variiert. Dieses String Ensemble, das etwas obertonreiche, das war so abgeschnitten wirkte das. Da kann man dann ein bisschen Release dran geben und ich habe noch eine Attack, das ist dann ein bisschen braucht, bis das Oberton reicher wird und das ist ja schon fast wie ein Filter, den man da programmieren würde. Und da hat man richtig schöne Klangbewegung drin und dann diesen fetten Piano-Sound darunter. Das finde ich gut. Also soundmäßig gibt es da fast nichts Vergleichbares eigentlich auf dem Markt, muss man ganz klar sagen, ja. Geil, macht Spaß. Tolles Instrument, dann hat man diese ganzen Effekte noch, die man auch separat hier zuweisen kann. Das sieht man hier, sieht auch ein bisschen unübersichtlich aus erstmal, aber es ist eine tolle Sache, finde ich. Ja. Nämlich kann man dann die eine Hälfte, Layer-Hälfte mit zusätzlichem Chorus ein bisschen schwingungsreicher gestalten, während die andere davon unbehandelt bleibt. Ne? Also das kann man wirklich sehr dezent auch einsetzen und toll klingende Effekte. Also alles, was ich bisher da rausgehört habe, klingt richtig hochwertig. Ja. Wie die Klänge selbst, man kann ja dann auch noch diese beiden Sektionen mit anderen Klängen bestücken. Also aus dieser Library, die ist ja wesentlich größer als das, was wir hier an Sounds drin haben. Und das ist nochmal, eigentlich eine tolle Sache. Also man darf ja auch nicht vergessen, das kostet um die 3.000 Euro. Wir haben hier die 73er-Version, das gibt es auch mit 88 Tasten, die kostet dann 3.000 Euro. Und der Zugriff auf die Sound Library, die ist kostenlos. Also die erweitert sich auch immer und da kriegt man immer tolle neue Sounds. Das finde ich schon, ist dann eine runde Sache. Ja, können wir eigentlich zum Fazit Ja, kommen. Ne? eigentlich kann man das zusammenfassen. Das ist ein Top-Stage-Piano. Das ist wirklich hohe Qualität an den Sounds, wie du es eben gesagt hast. Man hat das Gefühl, man hat im Studio wirklich die besten Sounds. Ne? Ja. So. Ich persönlich habe nur einen Kritikpunkt, und zwar die fehlende Orgelsektion. Ich weiß, das ist konzeptmäßig so gedacht. Ich verstehe auch wahrscheinlich, dass es einen Markt für Leute gibt, die quasi auf die Orgel verzichten können, die vor allem zu Hause spielen. Das ist sicherlich auch dann eine Preisfrage, dass wenn die dann noch dazukommt, ne, verstehe ich. Ja. Aber gerade für jemanden wie mich ist quasi so eine Orgel gerade im Live-Bereich was man immer gerne noch dabei hat. Und die Nordorgeln gehören also auch mit zum Besten, was es so auf dem Markt gibt. Die sind einfach auch genauso fett wie alle anderen Sounds. Das finde ich ein bisschen schade. Und natürlich ist es ein happiger Preis. Okay, es gibt Orgeln in der Sample-Synth-Sektion. Okay. Die hat man da als Presets drin, aber es ist natürlich nicht das Gleiche mit dieser Drawbar-Orgel, wo man eben auch noch diese Simulation von der B3 hat, von einer Verfieser-Orgel und so weiter. Fox Continental, das geht natürlich noch mal viel weiter. Und auch diese Synth-Sektion, die kommt ja noch mal dazu beim Stage. Genau. Da hat man ja wirklich einen vollwertigen Synthesizer mit, ich glaube, 3 Layern. Also da kann man wirklich viel Sound rausholen und hat viel mehr Möglichkeiten, den Sound auch wirklich genau einzustellen. Also gut, das macht dann den Unterschied von knapp 1.600 Euro auch aus. Da muss man eben überlegen, verständlich, was man möchte. Ja, aber das ist nur meine Meinung. Das ist ein bisschen schade. Ja, genau. Aber klar. Also ich brauche zum Beispiel, ich bin an der Orgel die totale Niete und das brauche ich gar nicht. Und wenn da mal so ein Sound, so Orgel, ja, leg mal irgendwie Akkorde so, okay, das geht da noch. Aber diese beiden Sektionen reichen mir eigentlich völlig. Ja. Vor allem die E-Pianos, die klingen gut, die sind detailreich, die sind dynamisch. Genauso wie die akustischen Klänge. Da gibt es, ja, wie wir gesehen haben, String Resonance und das Pedal Noise und so. Man kann wirklich in dieser Simulation richtig toll spielen. Das macht voll Spaß einfach. Also kann man, glaube ich, sagen, zwar hochpreisig, aber absolut gerechtfertigt und wirklich ein tolles Instrument, was viel Spaß macht. Absolut. Und auch bei diesem Nord-Instrument steht unterm Strich Sound. Das klingt einfach sensationell gut. Ja.